Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. E-Mail war gestern Marketing- und Vertriebsprozesse optimieren mit Asana. Wir als Cloudwürdig sind Asana Solution Partner und die kommenden Minuten werden meine Kollegin Simone Zeilinger und ich euch durch das Thema begleiten. Simone, möchtest du dich kurz vorstellen? Vielen Dank, Patrick. Wie schon gesagt, mein Name ist Simone Zeilinger und ich bin bei uns im Haus der sogenannte Asana Ninja und betreue gesamtheitlich alles rund um das Thema Asana und ich freue mich auf unsere heutige Live-Demo. Ja, ich bin Patrick Thomas, ich bin verantwortlich für den Bereich Projektmanagement und dann beginnen wir mal mit unserer Live-Demo. In unserer Live-Demo möchten wir euch das Ganze anhand einer Messeplanung zeigen. Warum eine Messeplanung? Bei einer Messeplanung arbeiten viele verschiedene Gewerke zusammen und genau das ist der Vorteil bei Asana, denn es ist ein Projekt, ich kann viele verschiedene Gewerke zusammenführen und bei der Messeplanung kommt erschwerend hinzu, es ist viel Kommunikation vorausgesetzt, um beispielsweise Termine zu koordinieren, Angebote einzuholen etc. pp. Und genau das ist unser heutiges Thema. Wie kann ich mit Hilfe von Asana meine Mailflut verringern? Denn nichts ist ärgerlicher, es arbeiten viele Leute zusammen. Einer holt ein Angebot ein, ist dann wieder krank oder hat gerade Urlaub und ich komme nicht an das Angebot ran, muss es erneut anfragen und es geht kostbare Zeit verloren. Und genau da hilft uns Asana. Jetzt beispielsweise hier haben wir ein Projekt angelegt für diese Messeplanung, haben 2 Meilensteine gesetzt, einmal ob eine Bestellung erfolgt ist, dann haben wir natürlich auch Abhängigkeiten gesetzt, das gibt es, als auch Unteraufgaben. Wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, das Marketingmaterial bestellen, haben wir auch eine benutzerdefinierte Spalte namens Budget eingetragen. Denn bei einer Messeplanung sollte man schon genügend Budget vorplanen, dass es auch funktioniert. Jetzt sehen wir hier im unteren Teil, dass auch automatisch die Summe aufaddiert wird. Gehen wir jetzt hin und ändern das ab, weil wir sagen, ach, die One-Pager, die können keine 550 € kosten, sondern wir geben nur 450 € dafür auf, wird auch automatisch die Summe hier unten angepasst. Jetzt habe ich zum Beispiel die Aufgabe, Buchen von Reisen und Hotels. Jetzt weiß ich aus Insiderquellen, dass Simone öfters in der Region unterwegs ist und bestimmt auch ein paar Hotels kennt vor Ort, die sie empfehlen kann. Habe ich jetzt schon mal was vorbereitet, dass es schneller geht? Ich setze Simone einen Kommentar und sage, hey Simone, könntest du mir bitte mal ein paar Hotelvorschläge zukommen lassen? Klicke auf Kommentieren. Jetzt erhält Simone in Asana in ihre Inbox eine kurze Benachrichtigung. Hey Simone, Patrick hat dir gerade eine Nachricht geschickt mit folgendem Titel. Das zeigt euch Simone gleich im Anschluss. Der weitere Vorteil hierbei ist, ihr könnt Dokumente anhängen, wodurch ihr diese Problematik, wie anfangs erwähnt, Kollege nicht da, Kollege krank, was auch immer und das Angebot liegt jetzt im Postfach, umgehen könnt. Die Dokumente könnt ihr hier anhängen und auch bearbeiten. Diesbezüglich werden wir euch in die Anhänge von dem Video einen kurzen Link zu unserem vorherigen Webinar reinposten, damit ihr das dann nochmal seht, weil darin haben wir das Ganze behandelt. Jetzt übergebe ich an Simone, dass sie das Ganze mal aus ihrer Sicht zeigen kann. Vielen Dank, Patrick. Wie Patrick schon gesagt hat, kann ich euch jetzt zeigen, wie bei mir die Inbox aussieht, weil er hat mir ja einen entsprechenden Kommentar bei dieser Aufgabe hier hinterlassen. Wir sehen auch hier schon den entsprechenden angezeigten Kommentar. Aber erstmal zunächst zur Inbox, weil es kann ja sein, ich befinde mich in irgendeinem anderen Projekt oder ich komme erst später wieder an meinen Arbeitsplatz und da zeigt mir dieser gelbe Punkt, der jetzt hier verschwunden ist, einfach an, hey, du hast neue Benachrichtigungen. Und hier sehe ich dann auch schon in dem Projekt Messeplanung bei der Aufgabe Buchung von Reise und Hotel hat mir Patrick einen Kommentar hinterlassen und hat mich einfach gefragt, ob ich Hotelvorschläge hätte. Jetzt kann ich hier natürlich auch direkt wieder an Patrick antworten und kann sagen, klar, nimm das Best Western Hotel. Kommentiere es entsprechend zurück und jetzt auch hier erhält der Patrick wieder auf seiner entsprechenden Umgebung die Notification bzw. die Benachrichtigung in der Inbox, dass ich hier drauf reagiert habe und geantwortet habe. Wenn ich zurück zu meiner Messeplanung gehe, sehe ich jetzt hier in der Aufgabe, dass die Kommentare sich hochzählen. Also das heißt, mir wird hier einfach die Anzahl der gesamtheitlichen Kommentare angezeigt. Das heißt, ich habe hier den entsprechenden Gesprächsverlauf der einzelnen Aufgaben mit protokolliert. Ich habe aber nicht nur die Möglichkeit,
auf der Aufgabenebene zu diskutieren, sondern ich kann natürlich auch auf der Projektebene diskutieren, um auch hier wieder E-Mails reduzieren zu können. Das heißt, ich kann hier über mehr eine Diskussion starten. Ich kann hier einfach nachfragen, wie der aktuelle Stand ist. Ich kann aber natürlich auch einfach mitteilen, wenn es irgendetwas Neues gibt oder wenn wir in irgendwelche Konflikte kommen oder ähnliches. Das kann ich entweder einfach ganz normal über die Diskussion machen oder aber auch über die Fortschrittsanzeige. Fortschrittsanzeige in dem Sinne, dass ich dem Projekt einfach mitteile, in welchem Status befindet sich dieses Projekt. Das heißt, ich habe hier nochmal mehrere Abschnitte, wo ich es nochmal genauer benennen und definieren kann. Und ganz klassisch mit dem Ampelsystem kann ich hier sagen, ob das Projekt planmäßig gefährdet oder unplanmäßig ist. Ich mache das jetzt hier kurz beispielhaft. Alles super. Bisher nur die Hotelbuchung. Und dann hier Angebote von Lieferanten einholen und Kundentermine vereinbaren. Ich habe jetzt hier erstmal einen Text reingeschrieben. Was ich hier aber auch machen kann, ist, dass ich auch Aufgaben mit verlinke. Oder auch Projekte, wie jetzt das hier. Ich erkenne das an diesem Symbol. Das hier ist ein Projekt. Und das hier ist eine Aufgabe. Oder auch hier. Und hier dahinter sehe ich immer den entsprechenden Projektnamen. Das heißt, hier wähle ich jetzt zum Beispiel dieses Projekt bzw. diese Aufgabe aus. Oder auch Kundentermine vereinbaren. Einladungen an die Kunden. Das heißt, ich benenne hier explizit Aufgaben, Projekte oder kann auch hier nochmal Kollegen oder ähnliches benennen. So, kann ich hier natürlich noch einen Status geben, noch einen Titel. Und kann dann hier diese Benachrichtigung bzw. die Statusaktualisierung verschicken. Hier wird mir auch direkt angezeigt, dass 4 Personen benachrichtigt werden. Das heißt, auch hier alle Projektbeteiligten, also sprich alle, die jetzt verantwortlich sind für dieses Projekt bzw. die Tätigkeiten in diesem Projekt haben, werden über diese Statusaktualisierung benachrichtigt und können auch hier nachschauen, was ich eingetragen habe und haben die Möglichkeit, auch hier nochmal mitzudiskutieren. Oder man sieht natürlich auch, wie Patrick schon erzählt hatte, dass wir ja Meilensteine angelegt haben, wann die Meilensteine fällig sind, beziehungsweise ob vielleicht ein Meilenstein sogar auch schon überfällig ist, dann würde dieser Meilenstein hier rot angezeigt werden. Wie ihr seht, wir haben verschiedene Möglichkeiten, um E-Mails einfach zu reduzieren und die Kommunikation auf Projektebene oder auch Teamebene halten zu können. Kurz auf der Teamebene wäre es an dieser Stelle. Gut, kommen wir zu dem zweiten Projekt, was wir für euch vorbereitet haben, Lieferantenangebote. Was haben wir uns hierbei gedacht? Für eine Messe benötigen wir einfach verschiedene Angebote, sei es von einem Messebauer, sei es vom Catering oder. Jetzt möchten wir natürlich auch hier versuchen, die E-Mail-Fluten so gering wie möglich zu halten. Und ein weiterer Vorteil, alle Angebote, die ich für diese Messe benötige, im Überblick zu behalten. Auch hier haben wir wieder Bereiche angelegt oder Abschnitte und natürlich auch wieder benutzerdefinierte Felder. Warum haben wir das gemacht? Weil wir das jetzt auch für unsere Formulare benötigen. Wir können in Asana Formulare anlegen, sprich mit allen angelegten benutzerdefinierten Feldern oder nochmal ergänzenden Feldern kann man sich Formulare anlegen, die man dann nach extern oder auch nach intern verschicken kann. Jetzt hier in diesem Beispiel haben wir uns gesagt, okay, wir verschicken an unsere bekannten Lieferanten diesen Formularlink und bitten dann unsere Lieferanten, dieses Formular auszufüllen und uns die Angebote zuzuschicken. Erstmal kurz zum Aufbau. Ich habe die Möglichkeit, diese Felder
nochmal zu bearbeiten. Name und E-Mail-Adresse sind im Standard schon vorgegeben und kann ich in dem Augenblick auch nicht mehr ändern. Ich kann lediglich hier nur noch mitteilen, ob es ein Pflichtfeld ist oder nicht. Unternehmensname hier, das ist das benutzerdefinierte Feld Lieferant. Die Angebotsart ist ein benutzerdefiniertes Feld, ebenso wie die Angebotssumme netto. Weitere Informationen zu Ihrem Angebot ist eine neue Frage. Neue Frage sehen wir hier. Das heißt, ich kann hier neue Fragen hinzufügen und habe hier auch eine Auswahl und kann sagen, welche Art von neue Frage soll dieses Feld haben. Kann ich hier als Beispiel noch eine Textzeile mit anfügen und könnte sagen, Angebotstitel. Und kann dann per Drag and Drop diesen Titel oder dieses Feld noch verschieben. Als weitere Einstellungsmöglichkeit kann ich angeben, welchen Aufgabentitel soll übermittelt werden, wenn ich dieses Formular ausfülle. Kurz nochmal zurück. Ein Aufgabentitel, zeige ich euch nochmal in der Messeplanung. Ein Aufgabentitel wäre diese Bezeichnung jetzt hier. Konzeptentwicklung der Messe. Gehe ich zurück zu meinem Formular. Werden mir jetzt hier alle Felder angezeigt, die ich in meinem Formular angelegt habe, die ich dann auswählen kann, welches Feld mir dann als Titel angezeigt werden soll. Ich kann jetzt hier sagen, der Angebotstitel. Wichtig an dieser Stelle ist dann aber auch, dass ich dieses Feld auch zu einem Pflichtfeld mache, weil sonst habe ich lauter leere Aufgaben in meinem Projekt drin. Und da ich natürlich Dokumente verschicken möchte bzw. erhalten möchte, muss ich natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass Dokumente hochgeladen werden können. Daher habe ich dieses Feld bzw. diese Rubrik noch mit angefügt. Jetzt steht unser Formular soweit. Was ich noch zuzüglich machen kann, ich kann zu jeder Frage bzw. zu jedem Feld nochmal eine Beschreibung hinzufügen, einfach nochmal detailliertere Informationen anzugeben. Kein Muss ist eine Kann-Situation. Gleiches gilt auch für den Titel des entsprechenden Formulars, dass ich hier den Titel ändere oder auch hier nochmal eine Beschreibung hinzufüge. Wie nochmal kurz erwähnt, ich habe hier ein Dropdown-Feld. Dieses Dropdown-Feld ist ein benutzerdefiniertes Feld mit allen möglichen Optionen, die ich angegeben habe. Sprich, die ich dann auch meinem Lieferanten jetzt dann mitgebe. Oder natürlich auch, falls ich etwas falsch angelegt haben sollte, kann ich dieses Feld hier löschen. Wenn ich jetzt das Formular meinem Lieferanten zur Verfügung stellen möchte, dann kann ich diesen Formularlink kopieren, kann ihn selbstverständlich als E-Mail rausschicken, aber mit der Bitte, dieses Formular auszufüllen und uns so die Angebote zu übermitteln. Ich kann aber auch diesen Link auf der firmeneigenen Homepage mit integrieren oder über andere Kommunikationswege verteilen. Ich zeige euch jetzt, wie das aussehen würde, wenn ich es in einem Tab öffnen würde, sprich ich wäre dann jetzt ein Lieferant. Ich kopiere mir nochmal diesen Link entsprechend, öffne einen Tab und zeige euch dann, wenn ich jetzt auf diesen Link klicken würde, wie dieses Formular im Web dann aussieht. So. Hier wird mir auch mit dem roten Sternchen wieder angezeigt, was es für Pflichtfelder sind. Ich füge die fiktiven Daten mit ein. Den Titel. Art aus. Gebe hier noch einen Preis mit an. Ja. Und verschicke es dann auch. Das heißt, wenn ich jetzt als Lieferant dieses Formular ausgefüllt hätte, sehe ich auch hier im Nachhinein die Information, dass die Übermittlung des Formulars erfolgreich gewesen ist. Was wiederum passiert jetzt in meinem Projekt? In meinem Projekt sehe ich jetzt, dass hier eine Aufgabe angelegt wurde, beziehungsweise neu reingekommen ist. Ich würde auch hier wieder eine Notification erhalten. Das zeige ich euch nochmal kurz.
Ich habe jetzt hier die Notification erhalten, dass sich hier etwas getan hat. Warum habe ich diese Notification erhalten? Weil wir Regeln hinterlegt haben. Das zeige ich euch kurz. Wir haben in diesem Projekt auch Regeln hinterlegt. Einmal, wenn ein neues Angebot reinkommt oder wenn es in der Bearbeitung ist oder ein Angebot genehmigt wird. Sprich, hier diese Regel, neues Angebot besagt, wenn eine Aufgabe neu diesem Projekt hinzugefügt wird, soll es in die Sektion bzw. in den Abschnitt neue Angebote hinzugefügt werden, der Status soll auf neu gelegt werden, die Aufgabe soll direkt jemandem zugewiesen werden und ich selbst soll als beteiligte Person hinzugefügt werden. Deswegen habe ich diese Notification erhalten. Das hier sind benutzerdefinierte Regeln. Kann man, wie gesagt, je nach Projekt anlegen, wenn man das möchte in der Business-Variante. So, aber nun zu dem Projekt hier nochmal, beziehungsweise zu der Aufgabe. Alle sämtlichen Informationen, die ich in diesem Formular ausgefüllt habe, werden mir auch nochmal in der Beschreibung explizit genannt. Und hier ist auch der Anhang. Das heißt, ich kann hier den Anhang direkt öffnen, kann mir das Angebot im Detail nochmal anschauen und könnte jetzt dieses Angebot, wenn es irgendwo extern nochmal abgelegt werden soll, auch speichern. So, jetzt bekomme ich ganz viele Angebote und ich muss natürlich all diese Angebote auch prüfen und kann hier über den Status auch sagen, okay, ich gebe dieses jetzt in die Bearbeitung. Und aufgrund dieser Regel wird es mir jetzt auch hier wieder in die entsprechende Sektion geschoben. Was ich auch machen kann, weil ich sage, hey, ich möchte jetzt die Aufgabe gerne jemandem geben. Ich möchte aber, dass er mir dieses Angebot genehmigt oder ablehnt, damit ich weiß, wie ich mit diesem Angebot weiter fortfahren kann. Kann ich diese Aufgabe beispielsweise als Genehmigung markieren und weise diese jetzt wieder dem Patrick zu. Ich kann auch hier sagen, hi Patrick, bitte prüfen und weiter bearbeiten. Hier bekommt jetzt Patrick auch wieder die Benachrichtigung. Ich brauche ihm keine E-Mail schicken, sondern er bekommt diese Benachrichtigung in seiner Inbox und kann jetzt mit dieser Aufgabe weiter fortfahren. Patrick hat jetzt im Prinzip die gleiche Möglichkeit auch hier, sich alle Informationen anzugucken, sich das Angebot im Detail anzugucken und zu sagen, er möchte das Angebot genehmigen oder verwerfen. In dem Falle würde Überarbeiten nur bedingt Sinn machen. Überarbeiten könnte aber in dem Augenblick zum Beispiel heißen, wenn er sagt, es soll überarbeitet werden, dass man nochmal mit dem Lieferanten zurück ins Gespräch geht, beziehungsweise sollte mir Patrick dann in dem Augenblick hier auch eine Benachrichtigung geben, was das bedeutet. Ich zeige euch jetzt kurz, wie es aussehen würde, wenn Patrick das Angebot als Beispiel verwerfen würde, weil es ihm zu teuer ist oder weil ihm irgendetwas noch fehlen könnte. Er sieht jetzt hier auf Verwerfen. Ja, das ist ganz kurz aufgrund der Regel. Jetzt wird es schon ausgeführt. Wird mir in die entsprechende Sektion abgelehnt, verschoben und ich jetzt als verantwortlich von diesem Projekt Lieferantenangebote sehe einfach auf einen Blick, in welchem Status befindet sich meine Aufgabe bzw. meine entsprechenden Angebote. Sollte ich jetzt hier als Beispiel nicht feststellen oder einsehen können, warum jemand dieses Angebot abgelehnt hat, kann ich auch hier wieder, wie gesagt, über die Kommentarfunktionen einfach mit meinen Kollegen mich unterhalten und nachfragen, was Stand der Dinge ist. Zurück zur Messeplanung. Auch hier gilt es dann natürlich, diese einzelnen Aufgaben auch abzuhaken. Das heißt, wenn jetzt hier diese Messebauerangebote da wären und ich wüsste, alle Angebote sind da oder das Thema ist erledigt, dann natürlich auch hier diese Aufgaben abzuhaken. Grundsätzlich habt ihr jetzt einfach bemerkt, dass die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann und auf E-Mails deutlich reduziert werden können, wenn man einfach auf Projekt- beziehungsweise Aufgaben oder auch Teamebene miteinander diskutiert und sich unterhält oder auch gegebenenfalls irgendwelche Dokumente oder sonstiges mit verlinkt, um einfach die wichtigen Informationen, die jetzt hier in diesem Beispiel zu einer Messeplanung oder zu den Lieferantenangeboten gehören, in einem Projekt halten kann.
das war's jetzt auch schon mit unserer heutigen Live-Demo. Einmal nochmal ein paar Informationen für euch zum Mitgeben. Was ist wichtig, wenn ihr Asana bei euch im Team einführen wollt? Es ist auf jeden Fall wichtig, Umgangsnormen zu etablieren. Umgangsnormen, die beispielsweise Kanäle, also was wir euch jetzt auch gezeigt hatten im Sinne von den verschiedenen Diskussionsmöglichkeiten oder wenn ihr irgendwelche Integrationen wie Slack oder ähnliches mit in euren Projekten haben wollt, einfach klar zu definieren, wann wird wo kommuniziert und was wird wo kommuniziert. Und dann auch klar einfach auf die unterschiedlichen Hierarchien zu achten, bei den Aufgaben natürlich auch diese zu benennen, zuzuweisen und wie wir es auch euch gezeigt haben, Fälligkeitsdaten festzulegen und selbstverständlich auch die Aufgaben zu erledigen. Und auch hier wieder die Kommunikation nochmal genau zu benennen im Sinne von Benachrichtigungen, Verantwortlichkeiten, sprich auch auf die Inboxen zu achten und da auch einfach darauf zu achten, bin ich vielleicht nur ein Follower oder habe ich die Aufgabe wirklich fix bei mir liegen. Einfach da darauf zu achten, diese Umgangsnormen auch zu bewahren bei euch im Team. Dann welche Vorteile habt ihr mit Asana? Ihr habt es selber auch gesehen, ihr habt relativ reibungslose und einfache Kommunikation über eure Arbeit. Es ist natürlich auch wichtig, dass jeder Arbeitsvorgang exakt geplant werden kann. Alles wird dann zentral an einem Ort verwaltet oder über mehrere Projekte hinweg verwaltet. Ihr habt eine klare und strukturelle Übersicht. Nicht nur ihr selber, sondern natürlich auch die Teams verhalten den entsprechenden Überblick und alle Termine können eingesehen werden. Und man hat in dem Augenblick einfach auch mehr Zeit für die eigentliche Arbeit und verschwendet in dem Augenblick nicht so viel Zeit an E-Mails suchen oder E-Mails zu beantworten, sondern ich kann, wie gesagt, dies alles in meinem Projekt machen. Wo könnt ihr Asana sonst noch verwenden? Ihr könnt Asana nicht nur im Marketing und Sales verwenden, sondern wie hier auch abgebildet in der Produktentwicklung oder auch in diversen IT-Projekten, übergreifenden Projekten, Personalabteilungen, Administration. Das heißt, auch in all diesen Bereichen habt ihr die Möglichkeit, eure E-Mails intern als auch extern zu reduzieren. Abschließend noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Neben Asana sind wir natürlich auch Google-Partner. Hier seht ihr auf dieser Folie, was betreuen wir alles, also von der Einführung einer G Suite, Migration, auch Support bieten wir an, wenn ihr die G Suite über uns bezieht, kostenlos in dem Fall, bis hin zur kompletten Google Cloud Plattform Infrastrukturen bieten wir alles an, sind auch, wie ihr sehen könnt, Partner, haben die entsprechenden zertifizierten Geräte für die ganzen Produkte und dieses ganze Google Produktportfolio wird bei uns durch Asana abgerundet. Und wir nutzen Asana intern auch für unsere Zwecke bei diesen Einführungsprojekten oder größeren Projekten. Vielen Dank von meiner Seite und die letzten Worte sind für Simone. Vielen Dank, Patrick. Ja, wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn ihr Interesse an Asana habt oder an weiteren Dienstleistungen von unserer Seite, meldet euch sehr gerne bei uns oder meldet euch auch gerne zu unseren nächsten Webinaren an.